Hi, liebe Freunde des digitalen Bewegtbilds. Der Ryzen 9 3900X ist ungefähr seit einem Monat raus und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man das irgendwo mal sehen kann, dass es im Internet mal jemand zeigt. Wie macht er sich in der Praxis, vor allem im Videoschnittbereich? Also mit Avid Media Composer. Wir haben uns hier bei Mia Media aus Leipzig eine eigene Workstation zusammengestellt, die ist voll auf AMD-Basis. Aus dem einfachen Grund, wir waren auf der Suche nach einer neuen Workstation und dann haben wir uns im Internet umgeschaut und da gibt es zum Beispiel von Dell die Precision Workstation und ich habe die hier mal so grob ungefähr die ähnliche Specs zusammengestellt. Also die Radeon Pro WX 7100, 64 GB RAM. Und dann eine CPU, die ungefähr ähnliche Leistung bringt. Xeon Gold 6152, der kommt auf diese durchschnittliche Punktzahl bei CPU-Benchmarks, aber kostet halt so viel. Ähnlich sieht es bei HP aus, die weltweit leistungsfähigste Workstation. Kann man kaufen, auch mit einem Xeon Platinum 8180. Auf jeden Fall, der übertrifft den Ryzen von der hier durchschnittlichen CPU-Benchmark, wahrscheinlich im Multithreaded-Sektor, aber der Preis ist wahrscheinlich exorbitant. Ich glaube, der kostet die CPU alleine schon 10.000 Euro. Ja, und dann kommen wir mal zu unserer Zusammenstellung. Also der Ryzen 9 3900X hat hier bei CPU-Benchmarks eine durchschnittliche CPU-Punktzahl von 31.827. Auch im Single-Threaded ist er ganz gut. Und wir haben da reingesteckt 64 GB RAM und eine schnelle M2 SSD zum Starten des Betriebssystems. Und natürlich die Radeon Pro WX 7100. Die auch von Avid zertifiziert ist, also eigentlich müsste das problemlos funktionieren. Das tut's auch. Wie man hier sehr schön sehen kann, ist die Timeline wirklich schnell. Man spult drüber, das reagiert alles sofort. Man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwo mal hängen bleibt oder irgendwas. Also fühlt sich sehr flüssig und direkt an. Zoom und so weiter. Das, was wir hier sehen, ist ein für zumindest deutsches Fernsehen Standardprojekt in 1080i. Man sieht hier Spuren mit Interviews mit 2 Kameras. Darüber auf diesen Videoclips liegt schon ein Farbeffekt. Darüber haben wir ein LUT. Darüber kommt die Sendungskennung. Darüber haben wir den Hintergrund für die Bauchbinde und darüber wiederum den Text für die Bauchbinde und ganz oben ein Save Color Limiter Effekt. So, und um die Geschwindigkeit des Ryzens mal zu testen, habe ich jetzt diese 10 Minuten mal angeschoben, dass sie exportiert wird als MXF OP1A. Spuren als Direct Out, die hatte ich schon vorher gemixdownt. Das Material kommt von einem RAID-System und soll auf diese SSD, oh, da befindet sich das File, ja, wir überschreiben das. Und das wird auf eine SSD geschrieben. Und da sehen wir schon, dass der Ryzen ordentlich loszieht. Und nach 9 Minuten 25 war es exportiert. Jetzt vergleichen wir das mal mit der Z820. Die hat 16 Kerne, 64 GB RAM. Und ja, das einzige Vergleichsobjekt, was ich jetzt hier da hatte, was an dem gleichen RAID hängt und auf die gleiche SSD exportieren kann. Wir haben hier die gleiche Sequenz geladen. Wir exportieren das wieder als AVC Intra 100 und gucken mal, was die HP Workstation schafft. Sieht man schon am Anfang, stehen da größere Zahlen, aber das verändert sich. Wie genau Avid das ausgerechnet, keine Ahnung. Und nach 10 Minuten und 5 Sekunden war das durch. Der Ryzen war also ein Tick schneller. Ich hätte gedacht, dass der Abstand größer ausfällt. Und da sieht man mal wieder, dass die Werte, die in einem Benchmark gezeigt werden, in der Praxis jetzt vielleicht nicht so eine große Auswirkung haben. Also der Abstand, habe ich gedacht, ist viel größer.
Und dann habe ich nochmal einen anderen Use Case ausprobiert. Wir haben hier jetzt ein 4K-Projekt. Ich habe ein 4K-File, das ist 4 Minuten 25 lang. Panasonic GH4 Original-Footage und würde das jetzt mal transkodieren lassen. Erst auf dem Ryzen. Und zwar transkodieren zu DNX HR. Und nach etwa 1 Minute 55 war das File umgerechnet. So, wieder das gleiche Spiel, das gleiche Projekt auf der Z820 mit den 16 Kernen. Und wir gucken mal, wie lange da das Transkodieren dauert. CPU hat ordentlich zu tun. Der 16-Kerner ist ein bisschen langsamer als der 12-Kern Ryzen. Also abschließend die Frage: Ryzen 3900X und Avid Media Composer. Funktioniert das? Spielt das? Das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Das ist ein sehr performantes System. Die Oberfläche ist sehr schnell und snappy. Das flutscht alles wunderbar. Liegt garantiert auch daran, dass wir den Ryzen gepaart haben mit der Radeon Pro 7100, die ja eine zertifizierte Grafikkarte auch für Avid-Schnittsysteme ist. Und aus meiner Sicht der schnellste Avid-Schnittplatz, an dem ich je gesessen habe, und das zu einem wirklich unschlagbaren Preis.